Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch mit Anna und Max, dem Podcast für alle, die Deutsch lernen und dabei Spaß haben wollen. Ich bin Anna. Und ich bin Max. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das heutige Thema ist etwas ganz Besonderes. Und ich sage euch, es ist auch für mich persönlich sehr wichtig. Wir sprechen heute über das Telefon. Oder genauer gesagt, über die Angst vor dem Telefon. Ja, genau. Keine Panik am Telefon. Das ist unser Motto heute. In Teil 1 sprechen wir über Psychologie, über persönliche Geschichten, Anna hat eine sehr gute Geschichte, und über Strategien zur Vorbereitung. Und in Teil 2 trainieren wir zusammen. 10 Sätze, die ihr wirklich braucht. 10 Situationen, die im echten Leben passieren. Also, bleibt dabei. Los geht's. Anna, ich habe eine Frage an dich. Hast du manchmal Angst vor einem Telefonanruf auf Deutsch? Ehrlich gesagt, ja. Immer noch manchmal. Auch nach vielen Jahren. Das überrascht mich nicht. Und weißt du was? Das ist absolut normal. Genau. Und das ist auch der wichtigste Punkt heute. Du bist nicht allein. Telefonangst, auf Deutsch sagt man auch Telefonangst, das Wort existiert wirklich, ist keine Schwäche. Es ist keine Faulheit. Und es bedeutet nicht, dass dein Deutsch schlecht ist. Das ist so wichtig. Ich höre das sehr oft von Lernenden. Mein Deutsch ist zu schlecht für Telefonate. Aber das stimmt nicht. Das Gehirn liebt visuelle Informationen. Im echten Gespräch, zum Beispiel im Supermarkt oder im Café, siehst du die Person. Du siehst ihre Gestik, ihre Mimik, du verstehst durch die Augen genauso viel wie durch die Ohren. Aber am Telefon? Keine Gestik, kein Gesicht, keine Körpersprache. Das Gehirn bekommt weniger Informationen und das macht es anstrengend. Und das passiert auch Deutschen. Viele Deutsche mögen keine Telefonate. Viele schieben Anrufe tagelang auf. Max, machst du das auch? Manchmal ja, wenn ich zum Beispiel beim Zahnarzt anrufen muss. Das ist für niemanden schön. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das Telefon ist für viele Menschen schwierig. Ihr seid nicht allein. Das ist der erste und wichtigste Satz heute. Anna, du wolltest uns eine persönliche Geschichte erzählen. Was ist passiert? Ja, gerne. Das war vor einigen Jahren, kurz nachdem ich nach Deutschland gekommen bin. Ich musste bei einer Behörde anrufen. Ich brauchte einen Termin. Okay, das klingt schon stressig. Sehr stressig. Ich hatte alles vorbereitet. Ich hatte meinen Text aufgeschrieben, ich wusste genau, was ich sagen wollte. Ich hatte 1 Stunde geübt. 1 Stunde. 1 Stunde, das ist sehr fleißig. Ja, und dann, ich stehe da mit dem Handy in der Hand, ich schaue auf den Bildschirm, ich sehe die Telefonnummer und ich kann nicht drücken. Ich kann nicht auf den grünen Button drücken. Warum nicht? Keine Ahnung. Das Herz klopft schnell, der Kopf sagt, was, wenn Sie zu schnell sprechen, was, wenn ich nichts verstehe, was, wenn ich etwas Falsches sage. Das kenne ich. Dieser Moment kurz vor dem Anruf ist oft der schlimmste. Genau, und dann habe ich gedrückt. Endlich. Die Person antwortet und sofort merke ich, die Verbindung ist schlecht. Ich höre sie kaum. Im Hintergrund gibt es laute Geräusche. Oh nein. Ich höre Wörter, aber nicht alle. Ich verstehe Fragmente und ich denke, was sage ich jetzt? Was sage ich, wenn ich sie nicht verstehe? Was hast du gemacht? Ich habe leider einfach Ja gesagt, obwohl ich nicht verstanden habe, was sie gefragt hat. Das machen viele. Das ist ein klassischer Fehler. Man sagt Ja oder Okay, weil man hofft, dass es irgendwie passt. Aber das ist keine gute Strategie. Was hätte man besser machen können? Zum Beispiel sagen, Entschuldigung, die Verbindung ist schlecht. Ich höre Sie kaum. Das ist ein konkreter, hilfreicher Satz. Und genau solche Sätze lernen wir heute in Teil 2. Super, aber erst die Vorbereitung. Okay, Strategie Nummer 1. Der Spickzettel. Was ist ein Spickzettel? Für alle, die das Wort nicht kennen. Ein Spickzettel ist ein kleines Blatt Papier mit wichtigen Informationen. In der Schule ist das verboten, aber beim Telefonieren ist es sehr empfohlen. Genau. Kein Lehrer ist dabei. Du kannst alles aufschreiben. Was kommt auf den Spickzettel? Erstens, dein Name, deine Adresse, dein Geburtsdatum, deine Kundennummer, alle persönlichen Daten, die man vielleicht braucht. Das klingt simpel, aber wenn man nervös ist, vergisst man manchmal sogar den eigenen Namen. Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Zweitens, Stichwörter für dein Thema. Nicht ganze Sätze, nur Schlüsselwörter. Zum Beispiel Termin, Montag, Arzt, verschieben. Das reicht. Und dann kommt Strategie Nummer 2, der erste Satz. Ja, der erste Satz ist so wichtig. Schreib ihn genau auf, nicht als Stichwörter, als vollständigen Satz, weil der Anfang eines Anrufs immer der nervöseste Moment ist. Zum Beispiel: Guten Tag, mein Name ist Anna Kovac, ich rufe an wegen eines Termins. Genau, diesen Satz liest du einfach ab. Und danach, du wirst sehen,
ist alles ein bisschen leichter. Der erste Satz ist die größte Hürde. Das ist wie beim Sport. Der schwierigste Moment ist, die Schuhe anzuziehen und rauszugehen. Danach läuft man einfach. Perfektes Bild, Max. Genauso. Und jetzt kommt mein Lieblingstipp, der Lächeln-Trick. Oh ja, erkläre das. Bevor du auf Anrufen drückst, lächle. Einfach so. Ein echtes Lächeln oder auch ein kleines künstliches Lächeln. Warum? Weil Lächeln die Stimme verändert. Das ist kein Mythos, das ist Physiologie. Wenn du lächelst, klingt deine Stimme wärmer, freundlicher, offener. Die Person am anderen Ende hört das, auch ohne dich zu sehen. Und eine freundliche Stimme bekommt auch freundlichere Antworten. Das ist meine Erfahrung. Genau. Also, Spickzettel vorbereiten, ersten Satz aufschreiben, lächeln und dann drücken. Und jetzt kommt der vielleicht wichtigste Tipp der ganzen Episode. Ich nenne ihn den Superpower-Satz. Viele Lernende denken, es ist peinlich zu sagen, dass man noch Deutsch lernt. Sie wollen nicht, dass die andere Person es merkt. Aber das ist ein Fehler. Genau, denn wenn du am Anfang des Gesprächs sagst, ich lerne noch Deutsch, bitte sprechen Sie ein bisschen langsamer, dann passiert etwas Wunderbares. Die andere Person versteht sofort die Situation. Sie spricht langsamer. Sie wählt einfachere Wörter. Sie hat mehr Geduld. Du hast die Kontrolle über das Gespräch. Das ist keine Schwäche, das ist Intelligenz. Wir sagen das nochmal, damit es wirklich sitzt. Ich lerne noch Deutsch, bitte sprechen Sie ein bisschen langsamer. Dieser Satz ist dein Werkzeug, dein Schutzschild, dein Superpower-Satz. Lern ihn auswendig. Sag ihn laut. Sag ihn jetzt, wenn du allein bist. Ja, sag ihn einfach jetzt. Niemand hört dich, außer uns natürlich. Genau. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Teil 1. Ihr wisst jetzt, warum Telefonate schwierig sind, ihr habt Annas Geschichte gehört und ihr habt 3 konkrete Strategien. Macht eine kurze Pause, wenn ihr möchtet. Und dann Teil 2, das Training. 10 Sätze, 10 Situationen. Wir üben zusammen. Bis gleich. Willkommen zurück. Jetzt beginnt das Training. Wir machen 10 Übungen. Für jede Situation erkläre ich kurz die Lage, auf einfachem Deutsch. Dann spreche ich den Satz einmal langsam. Dann kommt eine Pause. Dann noch einmal. Nutzt die Pausen. Sprecht den Satz mit. Laut. Nicht im Kopf, mit dem Mund. Sprechen ist ein Muskel und Muskeln wachsen durch Übung. Los geht's. Situation. Du rufst an. Die Person nimmt ab. Was sagst du als erstes? Hier ist dein erster Satz. Guten Tag, mein Name ist. Ich rufe an, weil. Guten Tag, mein Name ist. Ich rufe an, weil. Gut gemacht. Füll die Lücken mit deinen eigenen Informationen. Und denk dran, lächeln. Situation. Die Person spricht zu schnell. Du verstehst nicht alles. Bitte sie langsamer zu sprechen. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Ich lerne noch Deutsch. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Ich lerne noch Deutsch. Das ist dein Superpower-Satz. Kein Stress. Sag ihn einfach und selbstbewusst. Situation. Die Person nennt einen Namen oder eine Adresse. Du verstehst die Schreibweise nicht. Du brauchst jeden Buchstaben einzeln. Wie schreibt man das? Könnten Sie das bitte buchstabieren? Wie schreibt man das? Könnten Sie das bitte buchstabieren? Buchstabieren. Das bedeutet Buchstabe für Buchstabe. A wie Anton, N wie Nord, N wie Nord, A wie Anton. So funktioniert es am Telefon. Situation. Die Verbindung ist schlecht. Du hörst die Person kaum. Sag es direkt und höflich. Entschuldigung, die Verbindung ist schlecht. Ich höre Sie kaum. Entschuldigung, die Verbindung ist schlecht. Ich höre Sie kaum. Ich höre Sie kaum klingt höflicher als einfach was? Kleine Unterschiede, große Wirkung. Situation. Die Person nennt eine wichtige Nummer, ein Datum oder eine Adresse. Du brauchst einen Moment. Bitte um eine kleine Pause. Einen Moment bitte, ich muss das kurz aufschreiben. Einen Moment bitte, ich muss das kurz aufschreiben. Das ist völlig normal und sehr höflich. Kein Mensch erwartet, dass du alles sofort im Kopf behältst. Situation? Du hast eine Information bekommen, zum Beispiel einen Termin. Du willst sicher gehen, dass du alles richtig verstanden hast. Habe ich das richtig verstanden? Der Termin ist am...
Habe ich das richtig verstanden? Der Termin ist am... Diese Struktur ist Gold wert. Habe ich das richtig verstanden? Danach wiederholst du, was du gehört hast. So vermeidest du Missverständnisse. Situation. Die Person hat viele Informationen gegeben. Du möchtest alles schriftlich haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Könnten Sie mir das bitte per E-Mail schicken? Könnten Sie mir das bitte per E-Mail schicken? Schriftliche Informationen kannst du in Ruhe lesen und verstehen. Das ist nicht schwach, das ist klug. Situation. Die Person benutzt ein Wort, das du nicht kennst. Frag nach, immer. Raten ist gefährlicher als Fragen. Was bedeutet das Wort? Können Sie das bitte erklären? Was bedeutet das Wort? Können Sie das bitte erklären? Sag das unbekannte Wort laut. Die Person wird es erklären oder ein einfacheres Wort wählen. Du hilfst ihr, dir zu helfen. Situation. Das Gespräch war vielleicht schwierig, aber die Person hatte Geduld mit dir. Bedank dich dafür ganz konkret. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Hilfe. Geduld ist ein schönes Wort. Wenn jemand geduldig mit dir war, sag es. Das macht den Anruf für beide Seiten wärmer. Und jetzt die letzte Karte. Das Ende des Gesprächs. Du hast alles, was du brauchst. Verabschiede dich professionell. Vielen Dank, ich habe alle Informationen. Auf Wiederhören. Vielen Dank, ich habe alle Informationen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Nicht Tschüss bei formellen Telefonaten. Auf Wiederhören ist der richtige Abschluss. Perfekt. Das war es. 10 Situationen, 10 Sätze. Training abgeschlossen. Wie fühlt ihr euch? Ich hoffe, ein bisschen ruhiger als am Anfang. Denkt daran, das nächste Mal, wenn ihr vor dem grünen Button steht, Spickzettel in der Hand, erster Satz vorbereitet, Lächeln im Gesicht. Und dann drückt ihr. Einfach drücken. Ihr könnt das. Wirklich. Wenn euch diese Episode geholfen hat, teilt sie mit jemandem, der sie braucht. Schreibt uns. Wir freuen uns über eure Erfahrungen. Bis zur nächsten Episode bei Deutsch mit Anna und Max. Auf Wiederhören.